Lektion 1: Ein Genuss für einen Strandurlaub. Hey Anna, hast du die Neuigkeiten über die tollen Strände und das köstliche Essen bekommen, das Sie auf dieser letzten Reise hatten? Oh ja, ich habe alles darüber gehört. Anscheinend waren die Strände absolut wunderschön, mit weichem weißem Sand und kristallklarem Wasser. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass die Sonnenuntergänge auch atemberaubend waren. Und die lokale Küche klang so köstlich, frische Meeresfrüchte, lebendige Produkte und einzigartige regionale Gerichte. Das stimmt, es scheint der perfekte Urlaubsort zu sein. Die wunderschöne Naturlandschaft in Kombination mit den leckeren lokalen Aromen muss ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. Absolut, ich träume schon davon, selbst eine Reise dorthin zu planen. Warst du schon einmal in dieser Region? Nein, leider hatte ich noch keine Gelegenheit dazu. Aber nachdem ich alles darüber gehört habe, füge ich es definitiv zu meiner Reisebucketliste hinzu. Allein die Strände und das Essen lassen es wie ein kleines Stück Paradies klingen. Auch hier, ich will es mir unbedingt ansehen. Vielleicht könnten wir irgendwann einen Ausflug zusammen planen. Es wäre eine tolle Zeit, diese Gegend mit dir zu erkunden. Das ist eine wunderbare Idee. Das fände ich toll. Wir könnten die besten Reiseziele recherchieren und eine tolle Reiseroute planen. Es wäre die perfekte Gelegenheit, alle lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Klingt dann nach einem Plan. Ich freue mich schon darauf, darüber nachzudenken. Das wird eine unglaubliche Reise. Lektion 2: Die Gefallenen ehren. Guten Morgen, Anna. Hast du die Nachricht von der feierlichen Zeremonie erhalten, die Sie zum Gedenken an ein wichtiges historisches Ereignis abgehalten haben? Ja, ich habe die Berichterstattung gesehen. Es war eine zutiefst bewegende Hommage an diejenigen, die so viel geopfert hatten. Absolut, Sie haben wirklich den Boden geweiht und die Erinnerung an die Gefallenen verankert. Es ist demütigend, über Ihren immensen Mut und Ihre Tapferkeit nachzudenken. In der Tat inspirieren uns ihre Handlungen weiterhin und erinnern uns an den hohen Preis der Freiheit. Wir können ihre Schulden niemals vollständig zurückzahlen, aber wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um ihr Erbe zu bewahren. Gut gesagt. Trotz unserer eigenen Grenzen haben wir die heilige Pflicht, das aufrechtzuerhalten, wofür Sie gekämpft und gestorben sind. Ihr Geist lebt durch unser Handeln weiter. Absolut. Wir müssen in unserem Bekenntnis zu den Prinzipien, für die sie gestorben sind, unerschütterlich bleiben. Ihr Opfer hat diese Nation auf eine Weise geweiht, die unsere individuellen Fähigkeiten übersteigt. Wahrhaftig. Dieser feierliche Anlass hat uns eindringlich daran erinnert, dass wir auf den Schultern von Riesen stehen. Wir können uns nur bemühen, ihres immensen Opfers würdig zu sein. Ja, das ist eine schwere, aber wichtige Verantwortung. Wir dürfen niemals das Gewicht ihres Vermächtnisses und unsere Verpflichtung vergessen, es weiterzuführen. Einverstanden. Das war eine düstere, aber notwendige Erinnerung. Möge uns ihr Andenken in den vor uns liegenden schwierigen Zeiten weiterhin leiten und inspirieren. Lektion 3: Geisterhafte Begegnung. Hey Anna, hast du von der gruseligen Geistergeschichte gehört, die neulich jemand erzählt hat? Nein, habe ich nicht. Was ist passiert? Ich liebe eine gute Geistergeschichte, besonders in einer dunklen und düsteren Nacht. Nun, anscheinend saß diese Person alleine in ihrem Schlafzimmer und las ein paar Geistergeschichten, als plötzlich die Lichter zu flackern begannen. Oh, wie gruselig. Ich kann mir vorstellen, wie sich die Spannung erhöht, wenn der Raum immer dunkler wird.
Genau. Und dann schwören sie aus dem Augenwinkel, dass sie eine schattenhafte Gestalt durch den Raum bewegen sahen. Oh mein Gott, das reicht, um jedem Schüttelfrost über den Rücken zu jagen. Was haben Sie getan? Sie erstarrten, zu verängstigt, um sich zu bewegen. Und dann behaupten sie, ein leises, gespenstisches Flüstern gehört zu haben, das sie vor Angst aus dem Zimmer rannte. Wow, das ist wirklich gruselig. Ich kann mir nur vorstellen, wie die Haare auf ihrem Nacken standen, als sie diese unheimliche, körperlose Stimme hörten. Richtig? Das ist der Stoff für Albträume. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation so ruhig hätte bleiben können wie Sie. Lektion 4: Unfaire Arbeitspraktiken. Hey Anna, hast du die Nachrichten über das Unternehmen gesehen, dem vorgeworfen wurde, ihre Arbeiter misshandelt zu haben? Ja, es ist wirklich beunruhigend, von den Vorwürfen unfairer Arbeitspraktiken zu hören. Offenbar übten sie eine unangemessene Kontrolle über ihre Mitarbeiter aus. Absolut. Soweit ich weiß, waren die Arbeiter extrem langen Arbeitszeiten und harten Arbeitsbedingungen ausgesetzt, und es gab kaum bis gar keine Regressmöglichkeiten. Das ist einfach inakzeptabel. Niemand sollte diese Art von Ausbeutung ertragen müssen, insbesondere nicht von einem großen Unternehmen. Exakt. Es ist enttäuschend zu sehen, wie eklatant das Wohlergehen und die Rechte der Belegschaft missachtet werden. Einverstanden. Diese Art von Arbeitsmissbrauch ist in der Neuzeit völlig inakzeptabel. Arbeitnehmer verdienen es, mit Würde und Respekt behandelt zu werden. Definitiv. Hoffentlich wird diese Situation zu einer gründlichen Untersuchung und einer echten Rechenschaftspflicht für die Maßnahmen des Unternehmens führen. Das hoffe ich auch. Solche Probleme müssen ans Licht gebracht und direkt angegangen werden. Niemand sollte unter solch ungerechten Bedingungen leiden müssen. Du hast recht. Es ist wichtig, dass wir diese Art von ausbeuterischen Praktiken weiterhin ins Rampenlicht rücken und für eine bessere Behandlung der Arbeitnehmer kämpfen. Lektion 5: Das Postamt. Hey Anna, ist dir das große rote Gebäude auf der Straße aufgefallen? Ich glaube, es ist das örtliche Postamt. Oh ja, ich habe das Gebäude gesehen. Es ist eine ziemlich auffällige Farbe, nicht wahr? Das Postamt ist gleich in der Nähe, du hast absolut recht. Auf jeden Fall fällt es wirklich auf. Ich frage mich, was der Grund dafür ist, ein Postgebäude so leuchtend rot zu streichen. Das ist eine gute Frage. Vielleicht, um es in der Nachbarschaft leichter erkennbar und sichtbar zu machen. Könnte sein. Oder vielleicht ist es nur eine einzigartige Designwahl, damit sich das Postamt einladender und zugänglicher anfühlt. Das ist ein gutes Argument. Die helle Farbe könnte beabsichtigt sein, eine einladendere Atmosphäre für die Gemeinde zu schaffen. Exakt. Es ist sicherlich ein auffälliges Gebäude. Ich frage mich, ob es in unserer Gegend noch andere unverwechselbare Postämter gibt. Es wäre interessant, genauer hinzuschauen. Das Postamt spielt eine so wichtige Rolle, daher sind die architektonischen Entscheidungen wahrscheinlich ganz bewusst getroffen worden. Definitiv. Wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, muss ich genauer hinschauen und sehen, ob ich noch andere einzigartige Postgebäude in der Stadt entdecken kann. Lektion 6:
Priorisierung von Telefonfunktionen. Hey Anna, ich bin auf der Suche nach einem neuen Handy. Welche Funktionen bevorzugen Sie, wenn Sie ein neues kaufen? Das ist eine gute Frage, John. Für mich steht die Kameraqualität normalerweise ganz oben auf meiner Liste. Ich liebe es, unterwegs Fotos zu machen, deshalb möchte ich ein Telefon mit einem wirklich robusten Kamerasystem. Ah, das sehe ich. Es ist so wichtig, diese besonderen Momente festzuhalten. Nach welchen anderen Funktionen suchst du? Die Akkulaufzeit ist auch für mich von entscheidender Bedeutung. Ich hasse es, wenn mein Handy mittags leer ist, deshalb suche ich immer nach Modellen mit langlebigen Batterien. Definitiv. Der Saft auszugehen kann so frustrierend sein. Was ist mit Dingen wie Speicherplatz oder Rechenleistung? Das sind auch gute Punkte. Ich möchte genug Speicherplatz für alle meine Fotos und Apps haben, ohne ständig Dinge zu löschen. Und ein schneller Prozessor ist wichtig für eine reibungslose Leistung. Absolut. Das sind alles wirklich wichtige Überlegungen. Ich bin auch neugierig auf Dinge wie Displayqualität und 5G-Konnektivität. Berücksichtigen diese für Sie? Gute Frage. Ich möchte auf jeden Fall ein klares, lebendiges Display, besonders für Dinge wie das Ansehen von Videos. Und 5G wird heutzutage für schnelleres Surfen und Herunterladen immer wichtiger. Toll, das ist wirklich hilfreich. Ich werde all diese Prioritäten im Hinterkopf behalten, wenn ich mich umsehe. Danke für den Input. Lektion 7: Erkundung der Transportmöglichkeiten. Hey Anna, wie planst du, heute Abend zum Konzert zu kommen? Erwägen Sie, mit dem Auto zu fahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Das ist eine gute Frage, John. Eigentlich tendiere ich dazu, den Bus zu nehmen. Der Verkehr kann ziemlich verrückt sein, wenn ich in die Innenstadt komme, und ich möchte mir lieber keine Sorgen um das Parken machen müssen. Das ist ein kluger Schachzug. Die Buslinie für diesen Veranstaltungsort ist ziemlich einfach, oder? Wissen Sie, wie lange die Reise normalerweise dauert? Ja, die Route ist super einfach und es ist nur etwa 20 bis 25 Minuten Fahrt von meinem Zuhause entfernt. Viel einfacher als zu fahren und zu versuchen, einen Platz zu finden. Toll, das klingt wirklich praktisch. Und Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, auf diese Weise für Parken oder Benzin zu bezahlen, oder? Genau. Der Busfahrpreis ist so viel günstiger. Außerdem kann ich mich auf der Fahrt dorthin einfach entspannen, anstatt mich aufs Fahren konzentrieren zu müssen. Guter Punkt. Sie sprechen wirklich überzeugend dafür, öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Ich bin versucht, mit Ihnen in den Bus zu fahren, anstatt selbst zu fahren. Das solltest du. Wir können zusammen fahren und unterwegs chatten. Es wird eine nette, umweltfreundliche Art für uns beide sein, ohne Probleme dorthin zu gelangen. Klingt nach einem Plan. In Ordnung, ich bin begeistert. Bus ist es. Das wird eine unterhaltsame, stressfreie Art sein, zum Konzert zu kommen. Lektion 8: Ziele im Home Gym. Wow, ich habe gehört, du hast gerade ein neues Heimfitnessstudio bekommen. Das ist großartig. Ja, John. Ich freue mich wirklich darauf. Ich wollte mich schon seit einiger Zeit ernster mit meiner Fitness befassen. Das ist großartig. Was für Geräte hast du für dein Heimfitnessstudio bekommen?
Nun, ich habe es geschafft, ein ordentliches Laufband, eine Handelablage mit ein paar freien Gewichten und sogar ein Rudergerät zu finden. Ich hoffe, das alles nutzen zu können, um wirklich an meinem Cardio- und Krafttraining zu Klingt nach arbeiten. einem großartigen Setup. Ich bin mir sicher, dass das Fitnessstudio zu Hause Ihnen helfen wird, Ihre Fitnessziele in kürzester Zeit zu erreichen. Das hoffe ich wirklich. Ich habe vor, es mindestens ein paar Mal pro Woche zu benutzen. Es wird so viel bequemer sein, als die ganze Zeit ins Fitnessstudio zu gehen. Definitiv. Wenn Sie diese Ausrüstung direkt zu Hause haben, ist es viel einfacher, sich an eine Routine zu halten. Ich bin mir sicher, dass Sie einige großartige Ergebnisse sehen werden. Ich weiß die Ermutigung wirklich zu schätzen, John. Ich freue mich darauf, loszulegen und zu sehen, was ich erreichen kann. Jederzeit. Lass mich wissen, wenn du jemals einen Trainingspartner brauchst oder einfach jemanden, mit dem du über Fitness sprechen kannst. Ich würde mich freuen, Sie zu unterstützen, so gut ich kann. Lektion 9: Hotelrabatte. Hey Anna, ich habe gehört, dass du gerade eine Reise für deinen bevorstehenden Urlaub gebucht hast. Wo gehst du hin? Oh, ich werde in einem wirklich schönen Hotel in der Innenstadt übernachten. Ich habe es geschafft, einen ermäßigten Preis für ein Deluxe-Zimmer zu ergattern. Das ist großartig. Wie hast du so ein tolles Angebot für das Zimmer gefunden? Nun, ich habe einige Nachforschungen angestellt und festgestellt, dass das Hotel ein Sonderangebot für Sommerbuchungen anbietet. Ich konnte das Deluxe-Zimmer für nur $150 pro Nacht bekommen. Wow, das ist ein Schnäppchen. $150 pro Nacht für ein Deluxe-Zimmer sind ein unglaublicher Preis. Ich weiß, oder? Ich konnte es nicht glauben, als ich den Deal sah. Ich musste draufspringen, bevor die Zimmer ausverkauft waren. Das ist wirklich klug. Wenn Sie frühzeitig buchen und Sonderangebote nutzen, können Sie eine Menge Geld für Hotels sparen. Absolut. Ich freue mich sehr, die zusätzlichen Annehmlichkeiten und den Luxus des Deluxe-Zimmers zu genießen, ohne das Budget zu sprengen. Das wird Ihren Urlaub so viel entspannter machen. Gute Arbeit, diesen Deal zu finden. Lektion 10: Die Geschichte des Schädelns. Hey Anna, hast du gestern Abend den Dokumentarfilm über die Geschichte von Sculling gesehen? Nein, ich habe es verpasst. Was hältst du davon? Ich war schon immer fasziniert von den Ursprüngen dieses Sports. Es war wirklich interessant. Offenbar geht Sculling auf die Anfänge des Pferderennens zurück. Oh, das stimmt. Ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass der Sport von der Art und Weise inspiriert wurde, wie Jockeys ihre Boote ruderten, um zu den Rennen zu gelangen. Genau. Der Dokumentarfilm erklärte, wie Sculling im späten 19. Jahrhundert schnell an Popularität gewann, um den Zuschauern die Rennen näher zu bringen. Das macht sehr viel Sinn. Ich kann mir vorstellen, wie faszinierend es wäre, die fließenden Bewegungen des Schaukelns neben dem Nervenkitzel von Pferderennen zu beobachten. Definitiv. Die Ruderer begannen sogar, ihren eigenen prominenten Status zu entwickeln, ähnlich wie moderne Sportler. Faszinierend. Mir war nicht bewusst, dass Sculling eine so interessante Geschichte hat, die mit der Welt der Pferderennen zu tun hat. Ich auch nicht. Es war wirklich augenöffnend. Ich habe jetzt eine ganz neue Wertschätzung für den Sport. Lektion 11: Schatzsuche.
Hey Anna, du wirst nie erraten, was ich in dem Antiquitätenladen gefunden habe, in dem ich letztes Wochenende war. Oh, was hast du entdeckt? Ich liebe es, von deinen Abenteuern auf Schatzsuche zu hören. Nun, ich bin auf diese wirklich coole alte Schreibmaschine gestoßen. Sie ist auch in einem tollen Zustand. Das klingt großartig. Schreibmaschinen sind so einzigartige und bezaubernde Fundstücke. Ich weiß, oder? Ich konnte mein Glück kaum fassen. Ich musste es aufsammeln. Nett. Sind Ihnen noch andere interessante Dinge aufgefallen, während Sie dort waren? Eigentlich ja. Ich habe auch diese wunderschöne Vintage-Kamera aus den 1950er Jahren gefunden. Wow, eine Schreibmaschine und eine Vintage-Kamera, du hast wirklich den Jackpot geknackt. Ich weiß, ich war so aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, sie bei mir zu Hause auszustellen. Lektion 12, Balanceakt. Hey Anna, ich wollte dich nach deinem Tagesablauf fragen. Ich weiß, dass du einen ziemlich vollen Teller hast. Oh ja, es ist definitiv ein ständiger Balanceakt. Zwischen Arbeit, familiären Verpflichtungen und dem Versuch, ein soziales Leben zu führen. Das kann ich mir vorstellen. Es muss schwierig sein, Zeit für alles zu finden. Das ist es wirklich. Ich versuche, ein paar Abende in der Woche ein festes Abendessen mit meiner Familie einzunehmen, aber das ist nicht immer einfach. Ich wette, diese Zeit mit der Familie zu verbringen, muss allerdings wichtig sein. Absolut. Auch wenn es nur eine schnelle gemeinsame Mahlzeit ist, hilft es uns, in Verbindung zu bleiben. Das ist großartig. Und schaffst du es immer noch, deine Freunde zu sehen und lustige Aktivitäten zu unternehmen? Das tue ich, aber es erfordert mehr Planung. Ich versuche, mich mit meinen Freunden zum Kaffee oder Abendessen zu treffen, wenn ich kann. Gut, dass du dir die Mühe machst. Es ist leicht, dass diese sozialen Verbindungen auf der Strecke bleiben. Lektion 13, einen Hotelaufenthalt buchen. Guten Morgen, Anna. Ich plane nächsten Monat eine Reise und muss ein Hotel buchen. Kannst du mir dabei helfen? Sicher, John. An welchen Tagen wirst du bleiben? Ich bleibe 4 Nächte vom 15. bis 19. Okay, lass mich einige Optionen für dich überprüfen. Haben Sie einen bevorzugten Standort oder ein bevorzugtes Budget im Sinn? Wenn möglich, würde ich gerne in der Innenstadt bleiben, und mein Budget liegt bei etwa $150 pro Nacht. Ich hab's. In der Innenstadt gibt es ein nettes 4-Sterne-Hotel, das an diesen Tagen verfügbar ist. Der Preis pro Nacht beträgt $135. Das klingt perfekt. Kannst du weitermachen und es für mich buchen? Absolut, ich kümmere mich jetzt darum. Brauchst du noch etwas für deine Reise? Nein, das ist alles, was ich brauchte. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mir dabei hilfst. Lektion 14, eine verlorene Brieftasche finden. Hey Anna, mir ist heute das Verrückteste passiert. Ach, was ist los, John? Ich habe vorhin meine Brieftasche verloren, aber jemand hat sie gefunden und abgegeben. Das sind großartige Neuigkeiten.
Waren noch all deine Karten und dein Bargeld drin? Ja, alles war noch da. Ich kann mein Glück kaum fassen. Nun, das ist eine Erleichterung. Haben Sie gefragt, ob es deins ist, als Sie es abgegeben haben? Ja, sie sagten, sie hätten meinen Ausweis erkannt und wollten ihn mir zurückgeben. Das war sehr ehrlich von Ihnen. Ich freue mich, dass du deine Brieftasche sicher zurückbekommen hast. Ich auch. Es wäre ein großer Aufwand gewesen, alles zu ersetzen. Lektion 15: Über Wildtiere sprechen. Hey Anna, hast du von den Grizzlybären gehört, die Sie in der Nähe des Flusses gesehen haben? Nein, habe ich nicht. Was kannst du mir über sie erzählen? Offenbar haben sie wunderschönes braunes Fell und lieben es, durchs Wasser zu schwimmen. Das klingt unglaublich. Ich würde sie gerne eines Tages persönlich sehen. Ich auch. Sie sagten, die Bären wären wirklich groß, sie wogen wahrscheinlich über 800 Pfund. Wow, das ist riesig. Wissen Sie, wie viele Bären gesichtet wurden? Sie sagten, dass mindestens 3 oder 4 von ihnen am Flussufer rumhingen. Das muss ein toller Anblick gewesen sein. Grizzlies sind so faszinierende Kreaturen. Definitiv. Ich wünschte, ich hätte dort sein können, um sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Lektion 16: Die Anwaltsprüfung. Hey Anna, ich habe dir gerade erzählt, dass ich die Anwaltsprüfung nur knapp bestanden habe. Mein Schreiben war so schlecht, dass der Prüfer sagte, er habe Probleme, es zu verstehen. Oh nein, John. Das muss wirklich stressig gewesen sein. Was ist passiert? Nun, ich hatte einfach Glück, schätze ich. Ich meine, mein Schreiben war so schlecht, dass der Prüfer meinte, er könne sich kaum einen Reim darauf machen. Huch, das ist kein gutes Zeichen. Aber zumindest hast du bestanden, oder? Das ist das Wichtigste. Ja, du hast recht. Ich bin nur froh, dass ich es nicht noch einmal nehmen muss. Ich glaube nicht, dass ich dem Druck ein zweites Mal standhalten könnte. Das kann ich mir vorstellen. Die Anwaltsprüfung ist notorisch schwierig. Du solltest stolz auf dich sein, dass du es durchgezogen hast, auch wenn dein Schreiben nicht deine Stärke war. Danke. Danke für die Ermutigung. Ich bin nur erleichtert, dass es jetzt hinter mir liegt. So wie du sein solltest. Jetzt können Sie sich darauf konzentrieren, Ihre juristische Karriere aufzubauen. Ich bin mir sicher, dass es dir von hier aus nur besser gehen wird. Das hoffe ich. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Es hilft wirklich, einen Freund wie dich zu haben. Lektion 17: Parkprobleme. Hey Anna, weißt du, ob es in der Nähe des Bahnhofs einen guten Parkplatz gibt? Ich muss später dorthin gehen. Na ja, es gibt einen direkt vor dem Bahnhof, aber normalerweise ist es ziemlich voll. Verdammt, Zahlen. Ich hatte gehofft, etwas Praktischeres zu finden. Du könntest das Grundstück ein paar Blocks weiter ausprobieren. Es ist normalerweise nicht so voll und es ist nicht allzu weit zu Fuß. Ah, gut zu wissen. Das muss ich überprüfen. Das Parken hier kann manchmal so nervig sein. Erzähl mir davon.
Ich schwöre, es ist, als ob die Stadt nicht will, dass jemand fährt. Haha, ja, es ist fast so, als würden sie versuchen, uns alle auf öffentliche Verkehrsmittel zu zwingen. Ich würde es ihnen nicht vorenthalten. Aber hey, zumindest sind die Züge normalerweise zuverlässig, oder? Stimmt, stimmt. In Ordnung. Nun, ich werde dem anderen Los eine Chance geben. Ich drücke die Daumen, dass ich einen Platz finde. Lektion 18, Fitnessroutinen. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit ziemlich fit aussiehst. Hast du trainiert? Warum ja, habe ich. Ich habe ein paar Mal pro Woche versucht, ein gutes Krafttraining zu absolvieren. Nett, gut für dich. Wie oft machst du diese Workouts? Ich strebe 3 oder 4 Mal pro Woche an, wenn ich kann. Es hilft mir wirklich, mich energiegeladen und stark zu fühlen. Das ist großartig. Ich wollte selbst wieder zu einer konsistenten Trainingsroutine zurückkehren. Das solltest du auf jeden Fall. Es macht einen großen Unterschied, sowohl physisch als auch mental. Ich wette, ich fühle mich immer viel besser, wenn ich regelmäßig trainiere. Genau. Welche Art von Workouts macht dir am meisten Spaß? Ich bin ein großer Fan des Laufens, aber ich weiß, dass ich mehr Abwechslung brauchen muss. Vielleicht versuche ich, etwas Krafttraining wie dich hinzuzufügen. Lektion 19, ein Leben zusammen. Hey Anna, hast du die Neuigkeiten gehört? Sarah und Tom haben geheiratet. Oh mein Gott, wirklich? Das ist so aufregend. Ich freue mich so für sie. Ja, sie hatten eine wunderschöne Zeremonie. Den Rest ihres Lebens zusammen als Mr. und Mrs. Es ist einfach so süß. Oh, das kann ich mir nur vorstellen. Ich wette, sie waren beide überglücklich. Definitiv. Tatsächlich habe ich gehört, dass beide während der Gelübde ein paar Freudentränen vergossen haben. Oh, das ist so kostbar. Die Ehe ist so eine wunderschöne Sache. Das ist es wirklich. Ich hoffe, eines Tages kann ich diese Art von Liebe und Engagement finden. Das wirst du, John. Das weiß ich einfach. Die richtige Person ist für dich da draußen. Das hoffe ich. Bis dahin freue ich mich, die Liebe anderer zu feiern. Lektion 20, Superhelden. Hast du den neuen Superheldenfilm gesehen, der gerade herausgekommen ist, Anna? Ja, habe ich. Ich fand die Spezialeffekte und die Handlung wirklich gut gemacht. Ich auch. Es ist erstaunlich, dass diese Charaktere ursprünglich nur Comic-Kreationen waren. Absolut. Jemand musste wirklich seine Fantasie einsetzen, um diese Helden zum Leben zu erwecken. Ganz gewiss. Es ist cool zu sehen, wie Comicfiguren zu einem so großen Teil der Popkultur geworden sind. Definitiv. Superhelden scheinen heutzutage bei Zuschauern jeden Alters Anklang zu finden. Zweifellos. Diese überlebensgroßen Charaktere und ihre Fähigkeiten haben einfach etwas Faszinierendes an sich. Ich stimme zu. Es macht Spaß, sich ab und zu in die fantastische Welt der Superhelden hineinziehen zu lassen.
Definitiv. Ich freue mich schon auf den nächsten großen Superheldenfilm, der herauskommt. Lektion 21. Ein Meeting planen. Hey Anna, hast du Zeit, dich morgen zu treffen? Lass mich in meinem Kalender nachschauen. Ja, morgen funktioniert für mich. Welche Uhrzeit passt am besten zu dir? Wie wäre es mit 14 Uhr? Passt das zu deinem Terminplan? 14 Uhr klingt perfekt. Sollen wir planen, uns an unserem gewohnten Ort zu treffen? Klingt gut für mich. Ich sehe dich dann. Toll, ich freue mich darauf. Nur zur Bestätigung, morgen 14 Uhr an unserem regulären Treffpunkt. Ja, das stimmt. Ich sorge dafür, dass ich pünktlich da bin. Wunderbar. Das wird eine gute Gelegenheit für uns sein, das nachzuholen. Definitiv. Ich habe ein paar Dinge, die ich gerne mit dir besprechen würde. Lektion 22. Einkaufen im Küchenfachgeschäft. Hey Anna, ich habe vor, bald ein Küchengeschäft zu besuchen. Möchtest du zu mir kommen? Oh, das klingt nach einer großartigen Idee. Ich würde gerne mitkommen. Ich musste mir ein paar neue Küchenhelfer besorgen. Fantastisch. In der Innenstadt gibt es diesen wirklich gut sortierten Laden, den ich schon lange besuchen wollte. Sie haben alle möglichen praktischen Werkzeuge und Geräte. Perfekt. Ich bin gespannt, welche einzigartigen Gegenstände Sie haben könnten. Ich bin immer auf der Suche nach coolen Küchenaccessoires, um meinen Kochraum aufzupeppen. Das gleiche hier. Vielleicht finden wir sogar einige Dinge, von denen wir nicht wussten, dass wir sie brauchen, bis wir sie sehen. Haha, du weißt es. Das ist der halbe Spaß, in einem Küchenfachgeschäft zu stöbern, all die cleveren und praktischen Artikel zu entdecken. Definitiv. In Ordnung, gehen wir in einer Stunde oder so los. Ich möchte sicher gehen, dass wir genügend Zeit zum Erkunden haben. Klingt gut für mich. Ich werde bereit sein zu gehen. Das wird ein lustiger kleiner Einkaufsbummel. Großartig, bis bald. Ich freue mich darauf. Lektion 23. Durch die überfüllten Attraktionen navigieren. Hey Anna, ich habe gehört, dass die Touristenmassen zu dieser Jahreszeit wirklich zunehmen. Oh ja, es ist ratsam, im Voraus zu planen, besonders während der Hauptreisezeit. Definitiv. Ein früher Start ist vielleicht am besten, um dem Ansturm auf die beliebten Attraktionen zu entgehen. Guter Punkt. Und ich wette, die Warteschlangen werden verrückt sein, wenn wir versuchen, sie später am Tag zu besuchen. Exakt. Wir sollten einen Spielplan erstellen, um die Orte, die man gesehen haben muss, effizient zu erreichen. Klingt nach einem Plan. So können wir die Sehenswürdigkeiten genießen, ohne uns von den Menschenmassen zu sehr überwältigen zu lassen. Exakt. Gibt es Empfehlungen zu den Top-Attraktionen, die wir priorisieren sollten? Lass mich nachdenken. Das Kunstmuseum ist immer ein großer Anziehungspunkt, und das historische Viertel ist ein Muss. Toll, die stehen definitiv auch auf meiner Liste. Wir müssen die beste Route finden, um sie alle in Angriff zu nehmen. Lektion 24.
das Geheimnis der chinesischen Mauer. Hey Anna, wusstest du, dass die chinesische Mauer gebaut wurde, um die alten chinesischen Staaten und Imperien vor den Überfällen und Invasionen nomadischer Gruppen aus der nördlichen Steppe zu schützen? Faszinierend. Mir war nicht bewusst, dass das der Hauptzweck hinter seiner Konstruktion war. Ja, sie haben es über viele Jahrhunderte gebaut und dabei Befestigungsanlagen, Wachtürme und Garnisonstationen benutzt, um die Nordgrenzen zu überwachen und zu schützen. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Arbeit und Ressourcen es gekostet haben muss, um etwas so Massives zu bauen. Absolut. Trotzdem verhinderte die chinesische Mauer nomadische Invasionen nicht ganz, da die Mauern keine undurchdringliche Barriere darstellten. Interessant. Ich schätze, es war eher ein Abschreckungs- und Überwachungssystem als ein narrensicherer Abwehrmechanismus. Exakt. Die Mauern konnten umgangen werden, und schließlich fanden die Nomadengruppen Wege, sie zu erklimmen oder zu durchbrechen. Ich verstehe. Trotz ihrer Größe hatte die chinesische Mauer ihre Grenzen, was den vollständigen Schutz anbelangt. Genau. Es ist ein faszinierendes Beispiel für groß angelegte Technik, aber mit einigen wichtigen strategischen Mängeln. Lektion 25: Schatten und Illusionen. Hey Anna, hattest du jemals einen dieser Momente, in denen dir deine Fantasie einen Streich spielt? Oh, auf jeden Fall. Ich erinnere mich, dass ich einmal dachte, die Schatten würden sich bewegen, aber es stellte sich heraus, dass nur meine Augen mir einen Streich spielten. Haha, ja, das ist mir auch passiert. Es kann ziemlich beunruhigend sein, wenn Ihr Gehirn nicht ganz registriert, was Ihre Augen sehen. Unbedingt. Es ist erstaunlich, wie unser Verstand diese Illusionen erzeugen kann, selbst mit etwas so Einfachem wie Schatten. Ganz gewiss. Es zeigt nur, wie leicht unsere Wahrnehmungen verzerrt werden können, selbst in alltäglichen Situationen. Definitiv. Ich finde es faszinierend, wie das Gehirn visuelle Informationen verarbeitet und kann mich manchmal ein bisschen mitreißen lassen. Das Gleiche hier. Es ist eine gute Erinnerung daran, nicht immer dem zu vertrauen, was wir zu sehen glauben, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen oder peripherer Sicht. Definitiv eine gute Lektion. Unsere Sinne können manchmal ziemlich fehlbar sein, auch wenn wir glauben, die Realität fest im Griff zu haben. Exakt. Es ist eine demütigende Erfahrung, wenn dein Verstand dir einen Streich spielt. Lektion 26: Eine besorgniserregende Situation. Hey Anna, ich mache mir in letzter Zeit ein bisschen Sorgen. Hey, was ist mit dir? Guten Morgen, John. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen. Was bedrückt dich? Ich mache mir Sorgen, dass ich nach dem Abschluss keinen Job finden kann. Der Arbeitsmarkt scheint so wettbewerbsfähig zu sein. Ich verstehe, das kann wirklich stressig sein. Aber ich bin mir sicher, dass du etwas finden wirst. Hast du dich auf viele Stellen beworben? Ja, ich habe so viele Lebensläufe verschickt, aber von den meisten habe ich noch keine Antwort erhalten. Ja, das ist entmutigend. Lass dich nicht entmutigen. Bleib dran. Vielleicht könnten sie versuchen, sich zu vernetzen oder Leute in ihrem Bereich zu erreichen. Das ist eine gute Idee. Ich sollte versuchen, mit mehr Fachleuten in Kontakt zu treten. Irgendwelche Ratschläge,
wie man das effektiv macht? Vielleicht wenden Sie sich zunächst an das Career Center Ihrer Universität. Sie verfügen in der Regel über hervorragende Ressourcen zum Netzwerken. Hervorragend, das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Danke für den hilfreichen Vorschlag, Anna. Mir geht es jetzt ein bisschen besser. Lektion 27: Die Schlacht von Beaver Dams. Hey Anna, hast du von der Schlacht von Beaver Dams während des Krieges von 1812 gehört? Nein, ich glaube nicht, dass ich damit vertraut bin. Erzähl mir mehr. Es war eine kleine, aber bedeutende Schlacht, die im heutigen Ontario, Kanada, stattfand. Interessant, was hat es bedeutsam gemacht? Obwohl die beteiligten Armeen recht klein waren, hatte die Schlacht einen großen Einfluss auf die gesamten Kriegsanstrengungen. Oh, ich verstehe. Kannst du etwas mehr darüber erklären, was passiert ist? Sicher, die Briten und ihre indigenen Verbündeten waren in der Lage, eine amerikanische Streitmacht bei Beaver Dams zu überfallen und gefangen zu nehmen. Wow, das ist ein ziemlich beeindruckender Sieg für die Briten, wenn man die Größe der Armeen bedenkt. Genau. Es zeigte, dass auch kleinere Streitkräfte effektiv sein können, wenn sie die richtige Taktik anwenden. Lektion 28: Die thailändische Küche entdecken. Hallo Anna, ich freue mich sehr darauf, bald authentisches thailändisches Essen zu probieren. Ich auch. Ich habe so viele tolle Dinge über die thailändische Küche gehört. Auf welche Gerichte freust du dich am meisten? Nun, ich wollte schon immer ihr berühmtes Pad Thai probieren. Ich habe gehört, dass es absolut köstlich ist. Oh ja, Pad Thai ist auf jeden Fall ein Muss. Die Mischung der Aromen soll unglaublich sein. Und ich wollte auch andere thailändische Grundnahrungsmittel probieren, wie Tom Yum Suppe oder Massaman Curry. Die klingen auch toll. Thailändisches Essen hat ein so einzigartiges und lebendiges Geschmacksprofil. Definitiv. Ich denke, die Kombination aus süßen, sauren, würzigen und herzhaften Elementen macht den Reiz aus. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, all die verschiedenen Geschmäcker und Texturen zu erkunden. Es wird ein echtes kulinarisches Abenteuer. Ich stimme zu. Das wird so ein lustiges kulinarisches Erlebnis. Ich werde schon hungrig, wenn ich nur daran denke. Lektion 29: Starke Beziehungen pflegen. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, starke Beziehungen aufzubauen. Das ist ein großartiges Thema, John. Gute Kommunikation und gegenseitiges Verständnis sind in jeder Beziehung so wichtig. Definitiv. Ich finde, wenn man sich wirklich bemüht, mit Menschen in Kontakt zu treten, kann das zu so lohnenden Erfahrungen führen. Ich stimme zu. Es geht darum, präsent zu sein, aktiv zuzuhören und wirklich zu versuchen, die Perspektive der anderen Person zu verstehen. Exakt. Und ich denke, die Förderung dieser tieferen Verbindungen, ob persönlich oder beruflich, kann wirklich einen großen Unterschied machen. Absolut. Starke Beziehungen, die auf Vertrauen und Respekt aufbauen, können so viele Türen und Möglichkeiten eröffnen. Definitiv. Ich habe das Gefühl,
dass ich in letzter Zeit wirklich darauf bedacht bin, meine Beziehungen zu pflegen, und das war so erfüllend. Das ist wunderbar zu hören, John. Die Aufrechterhaltung dieser Verbindungen erfordert Arbeit, aber es lohnt sich so sehr. Absolut. Ich bin dankbar, Menschen wie Sie in meinem Leben zu haben, die den Wert dieser stärkeren Bindungen verstehen. Lektion 30: Einstellungen für die Bildschirmgröße. Hey Anna, was hältst du heutzutage von der Bildschirmgröße für elektronische Geräte? Das ist eine interessante Frage. Haben Sie bestimmte Präferenzen im Sinn? Nicht wirklich. Ich bin nur neugierig, wonach Sie suchen, wenn es um die Bildschirmgröße geht. Nun, ich bevorzuge eher größere Bildschirme für Dinge wie Laptops und Tablets. Die zusätzliche Fläche eignet sich hervorragend für Produktivität und Multimedia. Das macht Sinn. Was ist mit Smartphones? Entscheiden Sie sich für eine kompaktere Größe? Bei Telefonen mag ich eigentlich einen Mittelweg. Groß genug, um Inhalte bequem anzusehen, aber dennoch leicht zu halten und mit einer Hand zu bedienen. Ja, ich verstehe den Reiz daran. Nicht zu sperrig, aber auch nicht zu klein. Genau. Ich denke, der Optimum für die meisten Menschen liegt heutzutage bei etwa 6 Zoll für einen Smartphone-Bildschirm. Gut zu wissen. Das werde ich berücksichtigen, wenn ich mein nächstes Gerät kaufe. Danke für die Eingabe. Lektion 31: Den Deal besiegeln. Hey Anna, ich wollte dir etwas über einen potenziellen Kunden erzählen, mit dem wir zusammenarbeiten. Klar, was ist los? Nun, es ist wichtig, dass wir unser Bestes geben und den Deal mit diesem Kunden wirklich besiegeln. Sie könnten eine große Chance für uns sein. Auf jeden Fall müssen wir sicherstellen, dass wir auf alle ihre Bedürfnisse eingehen und den Wert, den wir bieten können, unter Beweis stellen. Richtig. Hast du irgendwelche Ideen, wie wir sie wirklich begeistern und diesen Vertrag abschließen können? Ich denke, es wäre ein guter Anfang, unsere bisherigen Erfolge mit ähnlichen Kunden hervorzuheben und unseren Pitch auf ihre spezifischen Problembereiche zuzuschneiden. Tolle Idee. Und wir sollten auch sicherstellen, dass wir alle Bedenken oder Einwände, die Sie möglicherweise haben, im Voraus ausräumen. Definitiv. Die proaktive Bewältigung potenzieller Hindernisse wird Ihnen zeigen, dass wir wirklich daran interessiert sind, diese Partnerschaft zu einer erfolgreichen Partnerschaft zu machen. Exakt. Ich denke, wenn wir uns mehr Mühe geben, haben wir eine wirklich gute Chance, diesen Kunden zu gewinnen. Lektion 32: Das Rezept perfektionieren. Hey Anna, ich habe mit einem neuen Rezept für Schokoladenkekse experimentiert und wollte deine Meinung einholen. Oh, Schokoladenkekse, mein Favorit. Welche Änderungen haben Sie vorgenommen? Nun, ich habe damit herumgespielt, dem Teig einige handelsübliche Schokoladenstückchen hinzuzufügen. Ich denke, es könnte die Kekse auf das nächste Level bringen. Das ist eine interessante Idee. Wie wirkt es sich im Vergleich zur Verwendung normaler Schokoladenstückchen auf die Textur und den Geschmack aus? Die handelsüblichen Chips scheinen etwas gleichmäßiger zu schmelzen und verleihen den Keksen einen besonders reichen, schokoladigen Geschmack. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine Verbesserung gegenüber dem klassischen Rezept ist. Ich verstehe.
Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden, nicht wahr? Das klassische Rezept ist ziemlich schwer zu übertreffen. Exakt. Ich will nicht zu weit von dem abweichen, was einen guten Schokoladenkeks ausmacht, weißt du? Definitiv. Versuchen Sie vielleicht, einen Geschmackstest nebeneinander durchzuführen, um herauszufinden, welchen Ihre Freunde und Familie bevorzugen. Gute Entscheidung. Ich probiere das mal aus. Ein objektives Feedback wird mir helfen, das Rezept zu perfektionieren. Lektion 33: Fitnessziele. Hey Anna, ich wollte mit dir über meine Fitnessziele sprechen. Oh, das ist großartig. Was hoffst du zu erreichen? Nun, ich würde gerne 5 Kilometer laufen können, ohne anzuhalten. Und ich möchte auch meine Flexibilität erhöhen. Das sind wirklich bewundernswerte Ziele. Hast du darüber nachgedacht, wie du sie angehen wirst? Ich habe einige Nachforschungen angestellt und ich denke, ich muss an meinem Cardio arbeiten und einige Dehnübungen machen. Das ist ein guter Plan. Und denken Sie an bestimmte Trainingseinheiten oder Trainingsprogramme? Noch nicht, aber ich hatte gehofft, Sie könnten ein paar Vorschläge haben. Ich bin offen dafür, verschiedene Dinge auszuprobieren. Absolut, ich würde mich freuen, einige Ideen mit Ihnen zu teilen. Vielleicht könnten wir manchmal sogar zusammen trainieren? Das wäre großartig. Ich denke, einen Trainingspartner zu haben, würde mir wirklich helfen, motiviert zu bleiben. Lektion 34: Einrichtung des Heimfitnessstudios. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, ein Heimfitnessstudio einzurichten. Was denkst du? Das ist eine tolle Idee. Es kann sehr praktisch sein, einen eigenen Raum für das Training zu Hause zu haben. Genau, und ich möchte sicherstellen, dass ich ein Umfeld schaffe, das motivierend und unterhaltsam ist. Auf jeden Fall sollten Sie auch die richtige Beleuchtung und Belüftung für eine motivierende Umgebung in Betracht ziehen. Guter Punkt, das muss ich mir ansehen. Welche anderen Faktoren sollte ich berücksichtigen? Nun, die Ausrüstung, die Sie wählen, ist wichtig. Sie benötigen eine Mischung aus Ausdauer, Kraft und Flexibilität. Das macht Sinn. Ich dachte darüber nach, mir ein Laufband, ein paar Hanteln und vielleicht eine Yogamatte zu besorgen. Das klingt nach großartigen Ergänzungen. Und vergessen Sie auch nicht die Aufbewahrung und Organisation. Du hast recht. Ich muss herausfinden, wie ich alles sauber und zugänglich halten kann. Lektion 35: Ein Hotel buchen. Hey Anna, hast du dich schon entschieden, wo wir während unserer Reise übernachten werden? Noch nicht, ich überlege immer noch, ein Hotel zu buchen. Ich möchte sicher gehen, dass wir den richtigen Ort finden. Ah, ich verstehe. Auf welche Faktoren achten Sie bei der Auswahl eines Hotels? Nun, ich denke über die Lage, die Ausstattung und die Bewertungen nach. Ich möchte sicherstellen, dass es praktisch ist und über die Funktionen verfügt, die wir benötigen. Das ist ein guter Ansatz. Haben Sie sich bisher bestimmte Hotels angesehen? Ja, ich habe ein paar Optionen in der Gegend verglichen. Es gibt eine, die wirklich gut aussieht und tolle Bewertungen erhält. Wunderbar. Was hat das für dich besonders gemacht?
Es hat eine großartige Lage, in der Nähe aller Hauptattraktionen. Außerdem verfügt es über einen Innenpool und ein Spa, die sich perfekt zum Entspannen eignen. Das klingt ideal. Lass es mich wissen, sobald du es gebucht hast, ich bin gespannt, wo wir wohnen werden.